Am 9. März wurde Avorion 2.0 angekündigt und bis jetzt gab es jede Menge Newsflash zu einzelnen Veränderungen. In diesem Video habe ich alle angekündigten Inhalte für euch zusammengefasst. Schaut in die Videobeschreibung für die entsprechenden Timestamps. Los geht's! Beginnen wir mit dem User Interface. Hier könnt ihr euch auf optische Änderungen freuen, die einfach cooler aussehen. So sind die Farben der Seltenheit bei Waffen und Systemupgrades nun leuchtend und füllen die ganze Fläche aus. Weiterhin wird euch die Rechenleistung eures Schiffs nun im Reiter der Systeme angezeigt und die Balken für Lebenspunkte der Hülle, Schilde und Energie erhalten nun Symbole, wodurch auch Anfänger endlich die Chance haben, von Anfang an zu verstehen, worum es sich bei diesen Balken überhaupt handelt. Weiter geht's mit Geschütztürmen. Zunächst soll hier automatisches Zielen geändert werden und nicht mehr 50% weniger Schaden als manuelles Zielen machen. Habt ihr das benutzt? Ich jedenfalls nicht. Die Waffen werden zukünftig auf verschiedene Slots verteilt, nämlich auf bewaffnete, defensive und automatische. PDCs zum Beispiel werden nur noch defensive Slots benötigen, was euch mehr Kapazität für andere Waffen bietet. Eine der interessantesten Änderungen gibt es allerdings bei den Kapitänen. Diese waren bisher schlicht eine teure Besatzung. Das soll sich nun mit dem Klassensystem ändern. Eure Kapitäne erhalten jeweils 2 Klassen, die ihre individuellen Fähigkeiten ausmachen. Außerdem haben die Kapitäne noch mehrere Charaktereigenschaften, die bestimmen, welche Aufgaben sie wie gut erledigen können. Zuletzt können eure Kapitäne auch noch leveln, wodurch erst recht eine Bindung zum Kapitän entsteht. In Avorion 2.0 wird es eine neue Progression geben. So könnt ihr nicht mehr direkt zur Barriere fliegen und euch dort Xanion abbauen und damit loslegen, sondern müsst euch das Wissen über die einzelnen Materialien und Blöcke freischalten. Auf welche Art und Weise das funktioniert, ist unterschiedlich. So soll es etwa über das Besiegen von Bossen möglich sein, aber auch der Kauf an Stationen, also ein friedlicher Weg, ist möglich. Durch das Freischalten dieses Wissens könnt ihr ebenfalls größere Schiffe mit mehr Rechenleistung bauen und somit mehr Systeme benutzen. Es wird weniger Rechenleistung pro System benötigt werden und die Rechenleistung wird durch eine Leiste im Baumenü visualisiert. Alles gute Änderungen meiner Meinung nach. Im Zusammenhang mit den Kapitänen könnt ihr euch auf die wohl beste Änderung überhaupt freuen, nämlich verbesserte KI-Befehle für eure Schiffe. So werdet ihr eurem Schiff mit nur einem Klick befehlen können, mehrere Hyperraumsprünge zu benutzen, um an weit entfernte Orte zu gelangen. Befehle wie Erze abbauen sind unmittelbar mit dem Raffinieren dieser Erze verknüpft und Erkundungen laufen vollautomatisch. Ich bin begeistert. Zuletzt wird auch das automatische Handeln überarbeitet. Wer weiß, vielleicht könnt ihr eure Händler einmal einstellen und sie werden dauerhaft durch Handel für euch Geld verdienen. Das wäre doch mal was. Zuletzt werden die Hyperraumsprünge an sich überarbeitet. Ihr werdet in Zukunft in die Richtung, in die ihr springen wollt, boosten müssen, bis sich eine Anzeige maximal gefüllt hat. Das sorgt für ein dynamischeres Spielerlebnis. Längere Strecken über eure Hyperraumreichweite hinaus werdet ihr nun mit nur einem Bordbefehl bewältigen können und auch die Energieprobleme wurden ins Auge gefasst. Ein Spielerprofil wird euch außerdem zeigen, welche Meilensteine ihr erreichen könnt und wie weit ihr im Spiel gekommen seid. Ich kann den Release von Avorion 2.0 kaum erwarten. Wie steht's mit euch? Schreibt's in die Kommentare, ansonsten findet ihr hier noch weitere Tutorials zu Avorion und vergesst hier nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin weiter zocken.